Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Osmanische Reich von den angreifenden Alliierten, also von Großbritannien, Frankreich und Russland besiegt und besetzt. Das Türkenreich sollte unter den Siegermächten und Verbündeten aufgeteilt werden. 1920 wurden in Sèvres die neuen Grenzen festgelegt. Verbündete waren saudi-arabische, kurdische und armenische Familienclans, die das Osmanische Reich von innen mit Terror geschwächt hatten, während Angriffe durch die Alliierten an den Landesgrenzen erfolgten. Als Belohnung sollten die helfenden Terroristen einen eigenen Staat bekommen. Zur Umsetzung des Vertrags kam es jedoch nicht. Der Grund war Mustafa Kemal Atatürk. Er war General im Osmanischen Reich und rief alle osmanischen Bürger, darunter Araber, Armenier, Kurden und Turkmenen auf, das Osmanische Reich von den Besatzern zu befreien. Der Befreiungskrieg gegen die Besatzer endete mit dem Sieg der Türken. Das Osmanische Reich war gerettet und die heutigen Grenzen der Türkei wurden im Vertrag von Lausanne festgelegt. Der Vertrag von Sèvres wurde damit für ungültig erklärt. 1923 rief Atatürk eine Republik aus und nannte sie Türkei. Atatürk wurde zum Vater der Türken und trennte Staat und Religion, um alle Religionen gleichberechtigt zu behandeln. Das nennt man Laizismus. Religionen erklärte er zur Privatsache. Atatürk selber war ein überzeugter Muslim und sehr gläubig. An jeder Eröffnungsfeier staatlicher Einrichtungen betete er mit den anderen zu Gott. Atatürk bringt westliche Züge in die Türkei. Dabei übernahm die Türkei das Schweizer Zivilgesetzbuch und übersetzte es auf Türkisch. Eine Änderung wurde von Beginn an umgesetzt. Frauen bekamen bereits 1928 das aktive und passive Wahlrecht. Die erste Frau durfte bereits 1938 als Staatsoberhaupt der Türkei kandidieren. Schweizweit geschah das erst 1981. In der Türkei gab es seit 1870 eine neue religiöse Bewegung, welche den Islam verdrängen wollte. Diese Wahhabiten-Ideologie meinte, sie wären die wahren Muslime und der Islam sei auf dem falschen Weg. Atatürk nannte sie die Religion der Araber und bekämpfte die Wahhabiten in der Türkei. Denn diese teilten nicht die muslimischen Werte. Sie waren gegen Frauen in der Politik und wollten sie verhüllen. Sie waren auch gegen die Wissenschaft. Um dieser salafistischen Religion der Araber entgegenzuwirken, hatte Atatürk das Kopftuch an öffentlichen Plätzen verboten. Man musste sich westlich bekleiden. Er hatte die Diyanet gegründet, welche die Ausbildung der Imame übernahm. Siehe auch Teil 2.